Moin bei kugelbahn.de. Natürlich soll auch die zweite Erweiterung im Frühjahr 2022 nicht unerwähnt bleiben. Darin sind allerdings deutlich weniger Erwartungen geknüpft. Es geht natürlich um den ColorSwap, zu Deutsch auch Farbtausch. Huch. Ja, und dann packen wir das Ding natürlich auch aus. Zur Info, es sind 3 dieser Farbtauschteile drin, aber das verrate ich ja schon zu viel. Wir packen das Ding jetzt einfach mal aus, oder die Dinger. Sieht man ja auch auf der Rückseite bereits, was der Packung ist, kennt man ja auch. Und jetzt öffne ich den Karton und hier kommen halt dann doch so ein paar Teile entgegen, und zwar 3-mal diese grünen Überdachungen, wo man ja eigentlich erst welche spezielle Technik drin vermutet hatte, denn dieser Farbtausch funktioniert dann nun mal so, dass eine grüne Kugel reinläuft und eine rote Kugel kommt hinten wieder raus. Das ist allerdings eher ein ganz simpler Trick, und wie der funktioniert, das werden wir natürlich sehen. Diese 3 Basissteine sind halt auch dabei, wo diese Teile einfach nur drauf gedrückt werden und dann sitzen die. Die lassen sich auch natürlich simpel wegnehmen, weil man ja die Kugel da drinnen mal austauschen muss. Dieses Teil ist natürlich keine großartige Zauberei. Neben diesen 3 Teilen sind auch noch 3 farbige Kugeln dabei. Also eine rote, eine blaue und eine grüne. Und natürlich das typische kleine Bedienungsanleitungsheftchen, wo dann auch nochmal beschrieben ist, wie es halt funktioniert. Okay, der Aufbau ist natürlich wirklich sehr einfach. Funktioniert natürlich so. Ich mache jetzt hier erstmal eine Kugel raus und die liegt dann da drinne, und theoretisch schicke ich dann eine Kugel rein, versuche das mal zu simulieren, und dann müsste die rote eigentlich rausgelaufen kommen. Vielleicht war das zu wenig Schwung, keine Ahnung. Ja, da kommt die rote dann raus. Bauen wir natürlich nochmal vernünftig auf jetzt in einer kleinen Beispielbahn, damit man das Ding auch in Einsatz sehen kann. So, hier ist die kurze Beispielbahn. Wir starten auf 9 Höhensteinen mit der goldenen Kugel, gehen dann runter auf 7, um ordentlich Schwung zu haben, um in den ersten ColorSwap reinzukommen. Danach geht es ein bisschen sanfter bergab in den zweiten Swap rein und dann nochmal über 2 Höhensteine runter in den letzten ColorSwap, der dann die darin liegende Kugel ins Ziel schickt. Und man sieht schon, wie schnell die Kugeln reinlaufen und wie langsam die Kugeln eigentlich da rauskommen. Hier nochmal in der Zeitlupe ohne Dach, sonst kann man ja nichts erkennen, und hier geht schon ganz schön viel Kraft verloren. Durch die relativ tiefe Vertiefung, mein Gott, was für ein Wortspiel, sitzt die Kugel im ColorSwap natürlich ziemlich fest drin, und die ranlaufende Kugel braucht natürlich viel Schwung, um sie aus dieser tiefen Vertiefung auch rauszuschubsen. Heißt also, hier braucht man recht viel Anlauf. Etwas nervig kann auch sein, diese Kugeln rauszuwechseln, weil wenn ich jetzt immer die grüne Kugel da drin haben möchte, dann muss ich das Dach abnehmen, die Kugel rausnehmen und die grüne Kugel wieder reinlegen. Die reinlaufende Kugel bleibt in der Regel aber in der Vertiefung auch drin liegen, sodass ein Wechsel eigentlich gar nicht erforderlich sein müsste. Leichter geht das natürlich hier mit so einem Magnetstab, als da drinnen mit den Fingern rumzuwuseln, wenn man das Dach nicht abnehmen möchte. Vergleicht man die Vertiefung vom ColorSwap oder Swap jetzt mal mit dem Splash, dann sieht man, wie gut die Kugel da drinnen liegen bleibt, während sie beim Splash ja doch lockerer über die Vertiefungen weiterrollen kann. Kann man nehmen. Hauptgrund für mich momentan wäre, das Ding zu kaufen wegen den 3 farbigen Kugeln und weil man die geraden vielleicht für irgendwas nutzen könnte. Ansonsten ist dieser Farbwechseleffekt zwar ganz nett, aber auch nicht so, dass man es unbedingt haben müsste, und zumal das ja auch die Kugeln ein bisschen bremst und so. Also würde ich mal so sagen, wer es braucht, kann das Ding gerne kaufen. Alle anderen sollten das Geld lieber in eine Erweiterung stecken, die die Kugel wieder nach oben befördert, wie ein Hammer, ein Jumper oder eine Kaskade, respektive auch die Gausskanone oder den Flip. Da sind ja doch so ein paar übrig geblieben. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Lasst ein Like für das Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich auch das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.